So, liebe Fans von Bayern 04, endlich haben wir hier der letzte Tag des Jahres 2021 und es ist ein ganz ereignisreiches Jahr gewesen. Vor allem außerhalb des Sports, schwieriges Jahr, weiterhin mit Corona vor allem, das beschäftigt uns immer noch. Wir haben alle in unserem kleinen Kreis damit zu kämpfen gehabt und auch viele natürlich von uns in der Mannschaft, wie wahrscheinlich auch von euren Bekannten infiziert waren. Damit ein großes Dankeschön an die alle Menschen, die das tagtäglich mehr kämpfen als wir normale Leute. Danke an die Krankenschwester, an die Paramedics, an die Ärzte. Ihr seid einfach die Helden in dieser Zeit. Und ja, dann hatten wir natürlich auch ein paar andere Sachen, die für Leverkusen und auch die Gebiet hier drumherum betroffen war. Hochwasserkatastrophe war natürlich ein schreckliches Ereignis, eine Katastrophe, die wir gar nicht erwartet haben. Und damit hat aber an die positive Seite das Gemeinschaft und die Menschen haben sich gegenseitig geholfen, was mich und uns sehr viel beeindruckt hat. Dürfen natürlich auch nicht vergessen die traurige Geschichte in Camp Park. Drumherum alle diese schlechte und schwierige Sachen haben uns verlangt oder von uns viele freiwillige Helfer, die in diesen Tagen wirklich ihr Bestes gegeben habt, um diese Chaos zu beseitigen. In dieser Zeit natürlich, wo es die Hochwasser war und Camp Park waren wir glaube ich schon hier, weil wir das Training nicht hatten. Wir waren im Trainingslager, konnten wir in dieser Zeit nicht so viel anpacken und helfen, aber hoffentlich mit unserem Benefitspiel. Leider durfte ich nicht dabei sein, aber die Mannschaft hat es sehr gut getan in der Länderspielpause, den 11.11. Ein riesiger Dank natürlich gehört an den allen Beteiligten, die sich für diese Sachen eingesetzt haben, die angepackt haben, die gespendet haben und einfach geholfen haben. Ein riesen Dankeschön von mir und von der Mannschaft aus. Macht genauso weiter, das brauchen wir, dürfen wir nicht nachlassen, so wie auf dem Platz, wie auch außerhalb des Platzes, um diese Corona und andere, hoffentlich kommt es nicht anderen Sachen, aber zu leben gehört. Mal auch Unerwartetes dabei, also stützt einander und vor allem seid da füreinander. Und dann ein bisschen natürlich auf die sportliche Seite, das war auch ereignisreich, viel Wechselhaftes passiert, viele schöne Tore gesehen. Ja, Nadim hat ein schönes Tor am 2.1. gemacht. Leider hat das uns in Frankfurt damals nicht gereicht. Dann viele andere natürlich in Bayern-Trikot auch, aber vor allem das Tor von Patrick Schick habe ich im Kopf, von dem Mittelfeld. Ganz schönes Ding. Hat auch, glaube ich, einen Preis verdient dazu gewonnen. Und auch die Jungen, die kommen sehr stark und machen ihre Eindrücke und die Einsätze in den jüngeren Bundesliga. Tor von Iken Bravo habe ich gesehen bei Instagram, Social Media bei Leverkusen. Richtig geiles Tor. Ja, nächste Sache. Da haben wir diese Highlight dieses Jahr vielleicht bei mir. Natürlich das Zuschauerrückkehr war auch ein Highlight. Aber selber das Turnier mit Finnland, EM 2020 war es original, aber ist ja in dieses Jahr passiert. Das werde ich niemals vergessen. Natürlich, das ist vielleicht die Verschwörung oder wie man sagt für das nächste Jahr, aber als Mannschaft haben wir noch leider keinen Titel geholt, aber einige bei uns haben das geholt. Glückwunsch an Paulinho bei den Olympischen Spielen, denn habe ich auch selber die Ehre gehabt zu probieren. Das Ding hat fast 2 Kilo gewogen. Pala mit Argentinien, Copa America und Lennart, Grill und Florian Wirtz U21 EM. Also viele Titel geholt. Jetzt nächstes Jahr einen mit Leverkusen, hoffen wir mal.
Moussa Diaby auch, Nations League. Das zeigt der Pronto, der andere war ein bisschen von mir aus, aber ja, auch, und ein kleines Gedanke auch an unseren ehemaligen Kai Havertz. Sieg dort beim Champions League Finale war eine schöne Ding anzuschauen und Chelsea hat das verdient gewonnen. Ja. Und natürlich habe ich auch selber ein bisschen geleistet, mehr in diesem Social Media Bereich als auf dem Platz. Das verbessere ich nächstes Jahr auf dem Platz, aber vielleicht machen wir nächstes Jahr auch ein Flaggenvideo. Dazu noch vielleicht ein paar Worte, dass wir natürlich euch sehr viel vermisst haben auf dem Platz. In den letzten Saison-Rückrunde haben wir es uns schwierig getan, deswegen auch, weil ihr uns gefehlt habt. Und da gab es natürlich ein paar Trainerwechsel dazu. Ich habe mit vielen guten Trainern die Ehre gehabt zu arbeiten. Dankeschön an die Zeit von Peter Bosch, Hannes Wolf, die uns weitergebracht hat zu europäischer Quali, 6. Position. Und jetzt ab Sommer natürlich ist ein Gerardo Seoane dazu gekommen. Und die Saison ist bis jetzt gut gelaufen. Etwas natürlich zum Prozess gehört. Mal ein paar schlechtere Spiele. Wir sind auch eine jüngere Mannschaft und das wichtig ist, dass wir alle die gleiche Schnur ziehen und zusammenarbeiten und dazu ein großes Lob an die Zuschauer, wie ihr uns unterstützt habt. Und noch nicht zu vergessen natürlich die Abschiede von den 2 Verrückten. Einer davon liegt da, der eiskalteste Elfmeter in Dortmund. Lars, viele Grüße und Sven nach Bayern und Prost, hey, genießt die neue Jahr und hoffentlich sehen wir uns auch in den Jahr 2022. Natürlich danke, Lars, für die Ehre, auch, dass es ermöglicht hat, dass ich hier als Kapitän heute sitze. Viele Grüße. Ja, in der Liga ein paar schöne Siege gefeiert. Ein ganz ordentliches Hinrunde gespielt, muss ich sagen. Am Anfang war es etwas schwierige Vorbereitung. Aber ja, die Erfolg, keine Ahnung. Scheiß deutsche Grammatik, das ist auch ein Verbesserungspotenzial bei mir. Mit dem Erfolg natürlich kommen ein paar schlechtere Phasen auch. Natürlich das Pokal aus hat uns alle wehgetan, persönlich auch mit dem einen kleinen Fehler da. Aber wir haben uns zusammengerückt und danach das wieder gedreht und wir liegen gut in der Liga. Wir sind weiter als Gruppenerster in der Europa League. Also wir haben sehr viel das auf uns zukommt und worauf wir uns freuen können. Einige Sachen, die noch als Enttäuschung mehr in meinem Kopf sitzen, sind natürlich die vergebene Führung in Köln aber an der anderen Seite die gemeinsame Rufe und Gesänge nach dem gewonnenen Derby in der Rückrunde 2021, das gleicht das aus und nächstes Jahr packen wir die Kölner wieder. Als letztes immerhin ein ganz schönen Dankeschön an die Fans, super Stimmung gebracht. Ich bin wieder in Fußball. Nach der leeren Tribünen, ich bin wieder neu verliebt, mit euch die Siege und auch die Enttäuschungen natürlich mit euch erleben zu dürfen. Dortmund oder Gladbach oder Bayern, wie ihr euch verhalten habt, ist einfach eine Ehre, von dieser kleinen Gemeinschaft ein Kapitän zu sein. Und ich finde auch, dass Verbindung und Beziehung gegenseitig ist gewachsen und das will ich gerne weiter behalten so. Und Austausch ist wichtig. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und auch natürlich, dass es sich ermöglicht, die nicht so weit sind. Bei uns in der Mannschaft sind wir und haben wir uns daran geeinigt, dass wir geimpft sind alle und dass wir uns wieder auf dem Stadion sehen können.
sehen können zusammen, dann hoffentlich lässt ihr euch impfen. Ist kein Rat, aber ist eine Empfehlung auf jeden Fall. So, die letzten Worte noch. Danke für eure Unterstützung. Ich wünsche euch und euren Familien im Namen von Bayern 04 Mannschaft und von den ganzen Mitarbeitern vor allem Gesundheit, viel Zuversicht für das neue Jahr 2022 und mögen wir oft und öfter mit euch in die Kurve feiern. Lasst uns das backen und liebe Leverkusener, Leverkuserinnen, rutscht richtig gut rein in das neue Jahr. Vielen Dank. Hyvää uutta vuotta!